Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Sherlock Holmes The Another Awakened. sinking near Scotland. Buy the strand for all the details. Cool. Thank you, sir. Da haben wir uns mal eine neue Zeitung gekauft. Und jetzt Get the müssen wir nochmal strand. zum Get the true Buchladen. facts. Ich glaube, jetzt laufe ich falsch. Aber... sogar, nee, das ist doch richtig, okay. Nur von der anderen Seite jetzt hingelaufen, weil es sogar kürzer war. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Jetzt suchen wir uns mal vorher noch das Buch aus, was er meinte, was da steht. Okay, wir können hier noch was machen. Worum geht es in dem verschlüsselten Telegramm? Ich glaube nicht, dass es um das Wetter geht. Oh, na doch. Aber es fehlt halt hier noch eins, aber das kriegen wir vielleicht noch raus. Das heißt vielleicht auf jeden Fall. Und wer ist Anführer? Da fehlen uns noch Sachen. Okay. Wir suchen mal nach dem Buch. So, das hefte ich an. Das erwähnt wurde. Die bedeutsamsten britischen Familien. Dieses Buch ist ein Sammelsurium an Fakten, Geschichten und Gerüchten über bekannte britische Familien und ihre Errungenschaften für das Vereinigte Königreich. Gewissermaßen wissenschaftlich verbrämter Nationalstolz. Jetzt haben wir das Archiv. Diese Nachricht, die Davy entschlüsseln konnte, ist an Ashmont adressiert. Sie lautet, wenn es um zu toben beginnt, wo alle Schiffe ihr Ende finden, bei Stevenson wegweisendem Licht. Schifffahrt vielleicht? Schottland. So. Titel.
Titel wissen wir jetzt nicht. Zeit. 19. Jahrhundert war's, okay. In dem Buch, ich habe jetzt einfach geraten, die bedeutsamsten britischen Familien finden die Stevenson kurz Erwähnung, die für den Bau von Leuchttürmen überall in Schottland bekannt sind. Der erste Leuchtturmbauer in der Familie hieß wie der Schriftsteller Robert Louis Stevenson, ebenfalls Robert. Seit dem Bau des Bellrock-Leuchtturms im Jahre 1810 haben die Stevenson in ganz Schottland mit Wunderwerken der zivilen maritimen Ingenieurkunst ihre Spuren hinterlassen. Ganz gleich, ob die Leuchttürme von Robert Stevenson oder von seinen Söhnen Alan, David und Thomas erbaut wurden, die Seeleute, die an Schottlands Küsten das Meer befahren, haben es dieser Familie zu verdanken, dass sie sich dabei sicher fühlen können. Gut, jetzt haben wir das. Jawohl. In der Nachricht geht es um einen Ort, an dem der Kult eine Zusammenkunft plant. Ein von der Familie Stevenson erbauter Leuchtturm westlich der Region Lochaber in Schottland. Das ist der Anführer. Ich glaube nicht, dass die Dinger hier was bringen. Können sie trotzdem erstmal ausschließen. Genau, alle 3 bringen nichts. Das ist halt noch offen. Vielleicht kann ich ja mit ihm hier sprechen. Ach, schaut mal, jetzt sind beide Hunde hier. Take care of your master. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Lochaber. Na gut, dann war ich ja doch nicht so verkehrt beim ersten Versuch, diesen Ort auszusprechen. Der Scary War Leuchtturm befindet sich auf der abgelegenen Insel gleichen Namens, südwestlich der bewohnten Insel Tiree. Er wurde von Alan Stevenson entworfen und nach 6 Jahren Bauzeit im Jahr 1844 unter seiner Leitung fertiggestellt. Der Leuchtturm ist ein Zeugnis für die Entschlossenheit der Ingenieure und Konstrukteure des British Empire, das Leben der Seeleute sicherer zu machen. Zahlreiche Arbeiter riskierten auf den gefährlichen Felsen ihr Leben, um aus Granitblöcken diesen Garant für die Sicherheit der Seeleute zu errichten. Rubernangal bedeutet auf Schottisch-Gälisch Spitze des Fremdlings. Dieser schlichte und doch elegant anmutende Leuchtturm aus Backstein wurde im Jahre 1857 von David und Thomas Stevenson erbaut und war nicht der einzige von den Stevenson in diesem Jahr errichtete Leuchtturm. Er ist 62 Fuß hoch und hat eine Leuchtweite von 10 Seemeilen für jene Schiffe, die in der Bucht der Isle of Mull verkehren. Das wird nicht der richtige sein. Der von Alan Stevenson entworfene und im Jahre 1849 von ihm erbaute Leuchtturm befindet sich am östlichen Ende der Halbinsel Adnamurchan in der Region Lochaber. Aufgrund ägyptischer Einflüsse auf seine Bauweise und seine dekorativen Elemente ist er in Schottland einzigartig. Der aus Granit bestehende Leuchtturm erhebt sich mit seinem markanten schwarzen Laternenhaus 118 Fuß über die Felsen. Vielleicht wird das der da sein. Okay, da fehlt noch. Ach, da drüben. Der Leuchtturm befindet sich auf der schottischen Hebrideninsel Barra Head und thront in seinem Leuchtfeuer über dem Südende der Meeresstraße Minch. Der von Robert Stevenson entworfene und im Jahre 1833 von James Smith aus Inverness erbaute Leuchtturm besteht aus Stein. Mit einer Höhe von 682 Fuß über dem Meeresspiegel ist er der am höchsten gelegene Leuchtturm des Vereinigten Königreichs. So, muss ich jetzt aussuchen, welcher das ist? Reden wir nochmal mit ihm hier.
Doctor, look what I just found. Barnes, have you finished with the book? Yes, I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. I don't think that would be wise. Please give it back. That said, I remain grateful for your immeasurable help. Oh, how disappointing. I hope you will consider lending it to me in the future. Good day, Doctor. Ich weiß nicht, was es gebracht hätte, wenn man das nicht macht und ihm das lässt. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendeinen Einfluss hat. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Jetzt haben wir einen neuen Fall, noch der einsame Beobachter. Gucken wir da mal rein. Oh, wir können hier noch irgendwas machen. Ach, wir müssen jetzt noch ein... Gucken wir mal, was davon okay ist. Oh, 2 sogar. Der Leuchtturm ist gleich der richtige. Mir Stevenson aber nicht. Ah ja. Rochester und Archibald Rochester ist am Leben und der geistige Führer des Kults. Er hat vor, ein gigantisches Ritual am Leuchtturm durchzuführen und bei dieser Zusammenkunft Menschen unterschiedlichster Ethnien zu opfern. Also, aber eigentlich wollten wir ja erstmal das hier machen. Einer unserer Informanten, Philip Hawke, hat sich seit mehreren Tagen nicht bei uns gemeldet. Bitte finden Sie heraus, was da vor sich geht. Mr. Hawke hat unweit seiner Wohnung Nachforschung für uns angestellt. Er ist querschnittsgelähmt und wohnt in der Nachbarschaft eines Ihrer Klienten, Captain Stanwyck. Erstatten Sie mir Bericht, wenn Sie bei ihm waren. Sie finden mich in der Buchhandlung. Dann suchen wir den mal. Captain Stanwyck, der hatte hier hinten sein Anwesen. Hier. Es ist auch mittlerweile geschlossen, man darf da nicht mehr rein. Okay, sieht gut aus. Wir sind in der Nähe. Das verwachsen aus, ja. Okay. Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. Ja, warum eigentlich nicht? Oh, das ist ein... Oh. Das sieht danach aus, als ob das derjenige welches den wir suchen. Beobachter Regiment. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war.
Mr. Hawks unvollendete Notizen. 5:45 Uhr, Kutsche mit vermummtem Besucher eingetroffen. 7:25 Uhr, Kutsche abgefahren, Besucher blieb im Gebäude. 9:10 Uhr, Kisten mit Gold aus dem kaiserlich-japanischen Münzamt eingetroffen. 9:36 Uhr, Kisten werden immer noch entladen. 10:10 Uhr, letzte Kiste wurde in Botschaft gebracht. 11:33 Uhr, osmanischer Botschafter und Vizekonsul eingetroffen. 12:44 Uhr, die Herren konfrontieren im 2. Stock. Zu sehen sind Karten von M. A capital M signed by someone else's hand. His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Ich denke mal, der hatte einen allergischen Schock. Dann gehen wir mal gleich zur Buchhandlung zurück. Da ist noch was zum Durchgucken. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. Ja, scheinbar nicht. Du bist ja nicht der Einzige. Dann gehen wir mal wieder zurück zur Buchhandlung. Huch, jetzt renne ich hier ins Pferd. So, Mycroft, wo bist du denn? Ganz unauffällig. I'm sorry I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I have found him dead in his wheelchair, out in the garden. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawke's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further, do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Boah. Fall zwar abgeschlossen, aber wir wissen immer noch nicht, wer der Mörder war. Super. Jetzt gehen wir mal zu Holmes zurück und erzählen ihm davon, was wir herausgefunden haben. Another sinking near Scotland by the Strandfall. So, wo ist er denn? Da steht er. Holmes, I have the translation. But Barnes was affected by the book. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes was behaving oddly, but I was able to retrieve the book and his preliminary translation. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, but my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. Na, ist er nicht. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I, and thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. Well, shall we be off? Yes, of course.
You can apprise me of your actions while we pack. Da wir jetzt ja nichts weiter hier hatten, beenden wir das Kapitel. Das war ein recht kurzes. Und da ist der Leuchtturm. Da Wachen. Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Und wir sind angekommen am Leuchtturm. Und wir können auch schon hier irgendwas machen. Wie kann das Ritual abgebrochen werden? Oder wir können noch nichts machen. Nee, können wir noch nicht. Natürlich nicht. Wie auch. Wir haben ja noch nichts. Dass ihm hier der Zylinder nicht weggeweht wird. Schwarz, was? Leeres Gesicht, ägyptischer Stil nicht von selbst abgebrochen. Du stehst im Weg, Watson. The door won't budge. Ja, toll. Tür geht nie auf. Gucken wir einfach mal, ob wir hier irgendwo anders einen Eingang finden. Hier hinten nicht. Fest an diesen Fässern. Gehen wir einfach mal hier lang. An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Ouroboros, a snake eating itself. An ancient symbol of eternal renewal. Okkulte Verzierung, komplexe Vertiefung. Ja, und das wird wahrscheinlich uns den Weg hier öffnen, wenn wir da den Schlüssel dafür finden. Fresh marks, something scraped along the stone. This door requires a very specific key. Genau. Gehen wir den mal suchen. Where did the shirt come from? Oh, da liegt er. Holmes, look, there's a body here. Not just any body, it's Ashmat. The body is still soft to the touch. He died recently. Scratches, bruises, and stabs, all self-inflicted. The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Oh, his eyes are gouged out. Schön. Halt, da. A broken chain. Something was attached to the end. His body succumbed to all those wounds.
Ja, super, was da dran war, das wird bestimmt sehr wichtig sein. Es sind überall Blutspuren. Ah ja, da ist was. Keine Arterienverletzung. Aufgewühlter Schlamm wurde noch etwas gesucht. A human-sized imprint. Someone fell on their back. This branch was recently broken. The wood is still green. Whatever Ashmat had secured to his chain, he lost it here. Dann heften wir das mal an. Kam mir gerade ein Hinweis, dass ich das mal machen soll. Hat er hier ist er hängen geblieben. Schwerer Stein, etwas in der Nähe, hier ist nichts. Glänzend aus Metall verloren. Ah ja, da liegt was. Scratches. This medallion saw frequent use. Interesting occult pattern. What drove him to this dreadful act? I fear we are about to see for ourselves. Genau, das nutzen wir jetzt mal als Schlüssel, um da reinzukommen. Gehen wir hier schnell aus dem Regen. Jetzt erkälten wir uns noch. Und schon sind wir wieder in irgendeiner Art Höhle. He crossed the ocean twice for his cult, only to end up splattered on this rock. Seems everyone is disposable. Eine Höhle mit 2 Räumen. Wie es weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.